Servus Leute und herzlich willkommen bei der Autotester, eurem Autotester des Vertrauens. Ich bin die Jessie und habe heute die ehrenvolle Aufgabe, euch den RS Q3 Sportback vorzustellen mit meinen 10 Fakten. Und der ist nicht nur was fürs Auge, wie hier schön im Kyalami Grün, sondern auch etwas fürs Ohr, fürs Gasfüßchen und aber auch für die Mama, für den Papa und für die ganze Familie. Falls ihr Bock drauf habt, bleibt gerne dran und auch übrigens abonniert uns auch auf Instagram, Facebook und YouTube, macht die Glocke an, würde mich riesig freuen. Und dann würde ich sagen, geht es auch los. Viel Spaß dabei! Kommen wir zum ersten Fakt, und zwar der Geschichte des RS Q3 Sportback. Und die begann 2011 mit der Markteinführung des Q3. 2 Jahre später haben die Ingolstädter dann beschlossen, Performance-Modell mit 310 PS und einer Beschleunigung von 5,5 Sekunden auf 100 auf den Markt zu bringen. 2 Jahre später gab es dann das erste Facelift mit 340 PS und einer Beschleunigung von 4,8 Sekunden. 2016 gab es dann den RS Q3 Performance, der 367 PS hatte und eine satte Beschleunigung von 4,4 Sekunden. 2018 kam dann die zweite Generation des Q3 auf den Markt, 2019 dann der Sportback, der Q3 Sportback und Ende 2019 dann der RS Q3 Sportback und der RS Q3 mit 400 PS. Kommen wir zum zweiten Fakt, und zwar den Wettbewerbern des Audi RS Q3 Sportback. Und es ist relativ schwer, den im Markt einzuordnen oder Wettbewerber zu finden, denn er steht da relativ konkurrenzlos da mit seinem Coupé-Dach, den 400 PS und dem 5-Zylinder-Motor. Aber wenn wir beispielsweise beim VW-Konzern gucken, fällt mir der T-Roc R ein mit seinen 300 PS oder auch der Cupra Ateca mit 300 PS. Bei BMW gibt es den Mini Countryman John Cooper Works mit 306 PS oder auch den BMW X2 M35i mit ebenfalls 306 PS. Auch haben wir bei Jaguar den E-Pace mit 300 PS oder bei Mercedes den Mercedes GLA AMG, einmal mit 387 PS oder in der schärferen S-Variante mit 421 PS. Kommen wir zum dritten Fakt, und zwar der Optik des RS Q3 Sportback. Und mir gefällt es wirklich wahnsinnig gut, vor allem diese Farbe. Kyalami Grün macht was her, den einen gefällt es, unseren Nachbarn nicht so. Ich finde es aber super gut, und was wahnsinnig gut dazu passt, ist dieses Black Glanzpaket. Wir haben hier den Single Frame mit der Wabenstruktur in Schwarz. Wir haben hier an der Seite die Blades mit einem Glanzschwarz und hier unten auch die Lippe. Optional dazu kann man auch das Audi-Logo in Schwarz nehmen und eben das RS Q3-Logo. Ich finde, es sieht super passend aus und würde es genauso machen. Hier haben wir übrigens noch die 3 Lufteinlässe, die so ein bisschen an den Urquattro erinnern sollen. Und serienmäßig haben wir LED-Leuchten drauf, hier haben wir aber die Matrix-Leuchten. Wenn wir weiter ums Auto herumgehen, können wir uns mal die Räder angucken. Serienmäßig sind es 20 Zöller, hier haben wir aber 21 Zöller drauf und ich würde sagen, da steht das Auto schon ganz schön gut drauf. Mir gefällt es. Die Bremssättel gibt es in Schwarz oder in Rot. Was gehört noch zum Glanzpaket, was serienmäßig ist? Wir haben hier eine schwarze Umrandung. Wir haben hier den Seitenschweller noch in Schwarz. Und hier hinten abgedunkelte Scheiben. Die gibt es optional für 400 € extra. Das Fahrwerk ist beim RS Q3 um 10 mm nach unten gesetzt im Vergleich zum normalen Q3. Hinten haben wir dann auch LED-Leuchten. Wir haben nochmal das Audi-Logo in Schwarz, das RS Q3-Logo in Schwarz und die Sportauspuffanlage ist ebenfalls in Schwarz, ist deutlich lauter und kostet 1000 € Aufpreis. Kommen wir zum vierten Fakt, und zwar dem Kofferraum. Da ist es mir besonders wichtig, euch den zu zeigen, weil wir hier ein Coupé haben und dadurch auch eigentlich ein bisschen weniger Platz. Wir haben hier aber trotzdem 530 bis 1400 Liter Volumen, was meiner Meinung nach für so einen Kofferraum echt gut ist. Wir haben hier eine elektrische Heckklappe. Wir können natürlich die Rückbank zurücklegen ohne Probleme, und wir haben hier so ein Sicherheitsnetz, auch noch eine Mulde, in der wir was verstecken können oder mehr Stauraum nutzen können, und
Optional gibt es auch noch eine Anhängerkupplung dazu, mit der wir dann bis zu 1,9 Tonnen ziehen können. Weiter geht's mit dem 5. Fakt, und zwar der Rückbank. Da würde ich sagen, springen wir mal kurz rein. Was wirklich cool ist, ist, dass die Rückbank sich ganz einfach mit einem Hebel hier unten um 15 cm nach vorne und nach hinten verschieben lässt. Nach vorne ist nicht mehr viel Platz, aber nach hinten auf jeden Fall. Wir haben auch eine Lehne, die sich in 7 Stufen verstellen kann. Dafür haben wir hier eine Schlaufe, mit der man einfach ziehen kann. Ich mache das mal schnell, bis es nach vorne klappt. Und die lässt sich 1/3, 2/3 jeweils umklappen. Was auch super cool hier hinten ist, ist natürlich, dass wir hier das Wabenmuster haben mit den wunderschönen Nähungen und den Steppungen. Wir haben hier unten auch nochmal Lüftungen, falls es dann zu warm wird. Staumöglichkeiten für Hefte und so weiter und so fort. Und ich finde, die Sportsitze sehen auch ganz gut von hinten aus. Kommen wir zum 6. Fakt, und zwar dem Sound. Da freue ich mich riesig drauf, ihr euch bestimmt auch. Und zwar haben wir hier, wie schon gesagt, eine ziemlich geile Sport-Auspuffanlage. Die kostet 1.000 € extra. Die erkennt man immer an dem Schwarz. Und wir haben natürlich hier den legendären 5-Zylinder drin. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt mal rein. Ihr bleibt hier und hört euch den mal an. Und was sagt ihr? Ich finde ihn wirklich richtig gut. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Weiter geht's mit dem 7. Fakt, und zwar dem Motor. Und da würde ich sagen, schauen wir mal kurz rein. Den haben wir auch im RS3 und im TTRS. Wir haben hier den reinen 5-Zylinder mit 400 PS und 480 Newtonmeter maximalem Drehmoment und dem ganz unverkennbaren Sound, den ihr ja alle kennt. Wir haben eine Maximalgeschwindigkeit von 250 km/h. Für 1.500 € können wir die aber auch auf 280 km/h hochpushen lassen. Wir haben 7-Gang DSG hier und der Verbrauch liegt bei 8,8 bis 8,9 Liter. Wir haben aber ehrlicherweise mindestens 13, wenn nicht sogar 15 gebraucht. Weiter geht's mit dem 8. Fakt, und zwar dem Innenraum. Und wir haben ein paar RS-spezifische Dinge drin, die ich euch zeigen möchte. Beispielsweise das Lenkrad mit dem perforierten Leder und dem abgeflachten unteren Teil hier. Wir haben auch ein RS-Logo hier drin, wie genauso in den Sitzen im Nacken. Die finde ich besonders schön. Das sind die RS Sportsitze, die haben so ein Feinnapperleder und hier so eine schöne Wabenstruktur. Die kosten 1.500 € Aufpreis, finde ich, lohnt sich aber total, sind auch elektrisch verstellbar. Würde ich euch empfehlen. Was auch wirklich cool ist, was das Thema Innenraum angeht, sind die ganzen Alcantara-Elemente hier. Die haben wir hier oben, wir haben die hier in der Tür. Auch die Seitengriffe in der Tür sind super cool. Die sehen so ein bisschen aus wie in einem Lamborghini, schön eckig und sportlich. Und wir haben ja auch ein paar silberne Elemente, die das Ganze hier sehr stilvoll machen. Das Einzige, was mir nicht so gefällt, ist der Gangballhebel. Der steht ein bisschen aufrecht da und ist in der Generation der ganzen Shift-by-Wire-Schalthebel, sieht der ein bisschen älter aus. Wenn wir uns jetzt das digitale Cockpit angucken, das Virtual Cockpit, das spielen wir mal durch. Wir haben hier, wenn wir auf View schauen, die Großansicht, da haben wir links die Drehzahlanzeige, rechts haben wir die Geschwindigkeitsanzeige und können uns in der Mitte dann das Radio anzeigen lassen, das Mobiltelefon. Und was mir sehr, sehr gut gefällt, ist diese riesige Kartenansicht. Da seht ihr auch, wir sind hier super schön mitten im Schwarzwald. Wenn wir dann weitergehen, haben wir hier das MMI. Serienmäßig beginnt es mit 8,8 Zoll. Hier haben wir aber das MMI Navigation mit Touch-Funktion. Und wenn wir hier auf den Home-Button gehen, schauen wir uns mal die fahrzeugspezifischen Dinge an, und zwar die Audi Drive Select Modi. Da haben wir Efficiency, Comfort, Auto und Dynamic und RS-spezifisch eben die 2 RS-Modi. Die können wir hier einstellen zum Thema Antrieb, Fahrwerk, Lenkung, Motorsound und dem Quattro-Antrieb und können dann hier direkt am Lenkrad mit dem RS-Mode-Knopf RS1 und RS2 auswählen. Ja, kommen wir zum nächsten Fakt, und zwar dem Fahren. Hier ist der Schlüssel, so sieht er aus. Und jetzt würde ich sagen, zeige ich euch erstmal den Sound. Dafür gehen wir in Neutral. Wir sind im RS-Modus 1 jetzt und ich spiele den mal durch.
klingt schon ganz schön gut und jetzt machen wir einen Launch Control. Das heißt, ich mache das ESC aus durch längeres Drücken, drücke das Gas durch, habe das Lenkrad gerade und gehe runter von der Bremse. Der Launch Control hat es echt in sich. Wir haben hier eine Beschleunigung von 4,5 Sekunden auf Tempo 100. Wir haben hier den berühmten 2,5 Liter TFSI mit Quattro-Antrieb und der besonderen Zündreihenfolge von 1, 2, 4, 5, 3, die eben für diesen typischen Sound sorgt und mir wirklich sehr gut gefällt. Was auch toll ist, ist, dass wir eben hier in den Effizienzmodus schalten können. Wir haben eine Progressivlenkung. Das bedeutet, jetzt ist die Lenkung viel angenehmer, nicht mehr so direkt wie im RS-Modus. Der Motorsound ist auch nicht so laut und wir haben halt eben ein sehr komfortables Fahrgefühl bei dem Ganzen. Zu den technischen Daten kann ich noch sagen, wir haben hier eine Beschleunigung von 0 auf 100, wie ihr gerade schon im Launch Control gesehen habt, von 4,5 Sekunden, was wirklich krass ist. Irgendwie hat mir Bock, an jeder Ampel dann den Launch Control zu machen. Wir haben eine Maximalgeschwindigkeit von 280 km/h, die für 1.500 € aufpreispflichtig ist. Normalerweise fährt er nur 250, was heißt nur 250 km/h. Und wir haben hier halt eigentlich einen ziemlich schweren Bock mit 1,8 Tonnen, aber der klebt trotzdem ziemlich arg in der Kurve, was am Quattro-Allrad liegt. Kommen wir zum letzten Fakt, und zwar dem 10. Fakt meiner persönlichen Meinung und dem Preis des RS-Q3 Sportback. Und ich kann euch sagen, die letzten 2 Wochen haben mir sehr viel Spaß gemacht mit diesem Auto. Warum? Es ist einfach die perfekte Kombination aus Gasfüßchen, aus Sound, denn der 5-Zylinder-Sound macht wirklich was her. Hat meine Nachbarn nicht so sehr gefreut, aber mich dafür umso mehr. Und aber auch Praktikabilität. Das Ding ist praktisch, du kannst damit die Kinder in den Kindergarten bringen, du findest einfach einen Parkplatz und für die Stadt ist es eben so ein kleines SUV perfekt. Der einzige Nachteil ist leider der Preis. Der Q3 Sportback beginnt bei 36.000 € und der RS Q3 beginnt dann bei 63.500 €. Wenn wir den RS Q3 Sportback uns ansehen, sind wir schon bei 65.000 € und so wie er jetzt hier dasteht, mit allen Optionen und Zusätzen, die wir da konfigurieren können, sind wir bei 83.500 €, was für meinen Geldbeutel deutlich zu viel wäre. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich hoffe, euch geht es besser. Ihr könnt euch das Auto kaufen und ich hoffe auch, dass ihr Spaß bei dem Review hattet. Ihr findet uns auf www.derautotester.de, auf Instagram, Facebook oder YouTube. Würde mich riesig freuen, wenn ihr das abonnieren würdet oder auch mal vorbeischauen würdet auf unserem Online-Magazin. Und schaut doch gern bei unserem Kooperationspartner YesAuto vorbei. Die findet ihr auf www.yesauto.de und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.